Mariam Al-Khalifa. Ich bin aus Syrien gekommen und ich wohne momentan in Kalwang in Obersteiermark. Ich arbeite als IT-Technikerin, Systemadministratorin bei Knapp Systemintegration in Leoben. Ich habe 2 Jahre Lehre gemacht und dann am Ende habe Lehrabschluss Berufung geschafft. Ich habe zuerst 2 Jahre Ausbildung als Pädagogin studiert. Nachher habe ich Englisch-Literatur Bachelor absolviert und dann nachher auch 4 Jahre Wirtschaft Projektmanagement. Zuerst meine Firma ist sehr soziale Firma und die Leute sind so nett. Die Kollegen sind ganz nett mit mir und haben mir immer geholfen, haben mir immer die neuen Sachen gelernt. Zuerst war es schwer mit Sprache, aber alles hat funktioniert, Gott sei Dank. Es war ganz schwer, Arbeit zu suchen. Ich habe lang gesucht. Ich habe mehr als 200 Bewerbungen geschickt in verschiedenen Stellen. Und viele waren negativ beantwortet, leider. Zum Beispiel im Lernenbereich, in alle Lernenbereiche, von Kindergarten bis Oberstufe. Aber kein Problem. Ich habe auch in Wirtschaftsbereiche viele Bewerbungen geschickt und leider auch waren negativ. Dann bin ich zu Infotage oft gegangen, im Schulungszentrum von Dorf oder bei ZAM in Leoben war ich auch 3-4 Monate. Ich war oft im Praktikum in verschiedenen Stellen auch und am Ende durch ein Praktikum habe ich meine Lehre gefunden. Natürlich gibt es Unterschied. Ich habe total etwas anders früher gearbeitet. Seit 2003 bin ich Englischlehrerin, immer Englischlehrerin und bis 2015. Und jetzt bin ich in einem Büro gesessen, ich arbeite mit Computer, ich kann etwas reparieren, umtauschen, die Programme installieren und neu aufsetzen. Es ist total unterschiedlich. Habe ich viele Schwierigkeiten getroffen. Das erste und die Hauptsache war die Sprache. Unser AMS in ganz Leoben-Bezirk finanziert nur einen Kurs A2 und es ist nicht genug, für meine Zertifikat zu notifizieren. Wir brauchen mindestens bis C1 oder C2 Stufe. Und deshalb nach diesem Kurs wir sind schon bereit zum Arbeiten. Ich glaube, das ist AMS-Sache. Müssen mehrere Informationen geben, mehr orientieren zu Infotage, die Leute schicken, Männer oder Frauen. Infotage waren ganz wichtig für mich. Ich habe viele Informationen gesammelt. AMS-Seite hat gute Sachen. Ich habe immer durch das Lexikon gesucht. Die Stelle, wie heißt diese Stelle, habe ich nie gewusst. Es ist sehr schwer für mich in Deutsch. Dann habe ich gelesen, wie viel verdient man, was sollte man arbeiten, welche Ausbildung braucht diese Stelle. Es gibt auch Bewerbungsmuster bei AMS-Seite und andere Seiten. Ich habe immer ein bisschen von hier kopiert, ein bisschen von hier kopiert. Ich kann nicht selbst etwas ganz formell schreiben. Ich habe viele Damen kennengelernt aus Syrien oder Irak oder die anderen Länder. Jeder weiß nicht, was bedeutet diesen Bescheid haben von AMS bekommen. Einfach
durch Google Übersetzer ein Foto machen und dann wird alles übersetzt. Es ist nicht hundertprozentig richtig, können wir sagen 50%. Aber kann man etwas verstehen? Deshalb, ich habe auch oft etwas kopiert und eingefügt und durchgelesen. Manchmal funktioniert nicht in meiner Muttersprache, in Englisch. Ich brauche nur die kleine Bedeutung, nicht die ganz tiefe. Mein Mann hat mich immer unterstützt, immer geholfen, immer motiviert und er hat mir gesagt, es wird irgendwann geklingt. Ich werde meine Chance sicher haben. Was ist wichtig? Ich muss nie aufhören oder aufgeben. Und auch meine österreichische Familie, die habe früher Familiendoktor. Ich glaube, viele Leute kennen das im Leoben. Wir waren oft in Zeitung und in verschiedene Interviews. Haben mir gesagt, bitte geh zu deinem Chance, haben mich immer nach vorne geschoben. Aber in meinem Heimatland ist es in meiner Familie, ist es ganz typisch, dass jedes Mädchen ihr Studium an der Universität absolviert. Sie muss absolvieren. Es ist der einzige Schutz für Zukunft. So sagt meine Mama und Papa. Und es hat gut funktioniert. Irgendwo kann man arbeiten, etwas bekommen, bin ich selbstständig, ich brauche niemanden. Kann man nicht vergleichen, hundertprozentig, und bin ich nicht der Profi in diese Themen, aber jedes Land hat eigene Stil beim Arbeiten, eigene Struktur auch beim Arbeiten. Aber gibt es Nachteile, Vorteile? Sicher. Was ist wichtig hier für mich? Gibt es ganz hohe Sicherheitsmaßnahmen. Das gefällt mir super gut. In unseren Ländern leider ist es weniger. Nicht so hoch die Maßnahmen von Sicherheit. Bei uns zahlen wir weniger Steuer, aber hier ist mehr. Zum Beispiel, die Arbeitsstunden bei uns ist weniger, deshalb haben wir Zeit für uns selbst. Können wir etwas machen in dieser Freizeit. Hier ein bisschen länger und jetzt muss ich mit dem Zug fahren. Es dauert so lang. Ich sage, ich habe mehr als 10 Jahre in meinem Heimatland studiert, in verschiedenen Universitäten. Und ich habe super gearbeitet, super Geld verdient. Wenn ich da gewesen bin, muss ich von Null anfangen. Und das braucht Geduld, bitte geduldiger sein, braucht mehr Suchen, braucht mehr flexibel zu sein. Sollte man ganz flexibel. Das funktioniert nicht. Ich suche, was kann ich machen? Auch wenn manchmal ein Hobby funktioniert, hilft ein Hobby. Kann man etwas machen, beschäftigen, arbeiten, selbstständig sein. Eine Chance zu uns geben. Akzeptieren. Respektieren, damit wir etwas besser machen können. Ohne eure Hilfe geht nie weiter mit uns. Ich habe Glück gehabt und viele Österreicher haben mir geholfen und gelernt, nicht nur Sprache, Kooperation, wie kann man reagieren, wie kann man höflich sein. So, wir brauchen nur Hilfe, kleine Chance, damit wir unsere Schwierigkeiten schaffen. Ich würde sagen, jedes Land hat eigenen Stil. Und hier ist ein bisschen anderes. Deshalb die Leute müssen oder die Frauen müssen richtig orientieren.
Es bedeutet, gibt es Infotage. Man bekommt Informationen. Was gibt es in dieser Ausbildung? Was gibt es in dieser Stelle? Was kann man machen? Es ist nicht leicht. Jede bekommt das. Deshalb, dann gibt es mehr Informationen, mehr Erklärungen, mehr Orientierung, mehr Infotage. Es wird sowieso viel, viel besser. Ich habe das leider von meiner AMS-Beraterin nicht bekommen. Ich habe selbst gesucht. Bitte sei sehr nett mit den Leuten, damit du richtige oder nette Beantwortung bekommst. Das ist Nummer 1. Nummer 2, geduldig sein. Mehr Informationen suchen, bitte, liebe Damen. Es gibt bestimmt eine Stelle oder eine Ausbildung für dich. Sicher findet man am Ende. Bitte nie aufgeben. In Gesellschaft integrieren, mehrere Freunde bekommen oder Bekannte, viele Leute einfach kennenlernen. Vielleicht durch Bekannte oder Freunde bekommt man sicher eine Chance.